Ja, das war der Anfang des Stückes Irrlicht von Ludmila Jurina. Ludmila stammt aus der Ukraine. Sie ist vor 2 oder 3 Wochen aus Kiew nach Lviv geflohen, wollte von dort weiter nach Polen und hofft, dass sie am 24. März den Kopf hat und eine Internetverbindung, damit wir einen sondermusikalischen Online-Salon machen können. Ich habe dieses Stück Irrlicht vor 20 Jahren in Odessa gespielt. Damals konnte man da einfach so hinfahren und Konzerte spielen. Und dachte, das wäre normal. Das ist alles nicht normal zurzeit, aber deswegen können wir immerhin diesen Online-Salon machen. Ja, Irrlicht. Irrlicht sind in Sümpfen und Mooren Gase, die da entstehen, die sich offensichtlich auch selbst entzünden können und die dann eben in der Nacht leuchten. Und vor allem zu Zeiten, als die Nächte noch dunkler waren und als man nicht auf einer befestigten Straße am Moor vorbeigefahren ist, sondern da möglicherweise gegangen ist, hatten die natürlich die Kapazität, dass man denkt, ach, da ist ein Licht, da muss ja wohl ein Haus sein, da gehe ich hin, dass man sich verirrt, dementsprechend. Also, und im Sumpf bzw. im Moor ist es ja natürlich auch noch gefährlich. Das ist das eine. Das andere ist, dass bei so einem Irrlicht, also der erste Aspekt wäre verirren, das andere ist, dass beim Irrlicht natürlich, das sind jetzt erstmal tendenziell schwache Lichter, sich immer auch die Frage stellt, habe ich es eigentlich wirklich gesehen oder habe ich mich geirrt? Also. Davon hat dieses Stück auch ganz viel, von dieser Ungewissheit. Was ist jetzt eigentlich tatsächlich da? Habe ich mich geirrt mit dem, was ich gehört habe, oder habe ich es tatsächlich erkannt? Das mag ich sehr an dem Stück. Was ich dabei auch mag, ist, wie selbstverständlich Ludmila vielfältige Spieltechniken des Cellos einsetzt. Also kommt nie so daher wie, guck mal, man kann auch noch das machen und jetzt habe ich mir was ganz besonders Pfiffiges ausgedacht und lass den Cellisten mal auf dem Steg streichen oder so, sondern es ist einfach, ja, es ist Material, was man benutzen kann und was man dementsprechend einfach benutzt. Das finde ich sehr schön, weil es dem Stück sowas nüchtern und Unpathetisches gibt. Vielleicht ist der Anfang ein bisschen pathetisch, da steht extra auch noch Espressivo drüber. Das legt sich dann aber, wie man jetzt schon gehört hat. Gut, einen dritten Aspekt möchte ich noch hervorheben. Auch unter diesem Aspekt des Irrens habe ich mich vielleicht geirrt, der mir an diesem Stück auch einfach sehr gut gefällt. Wenn man es dann im Ganzen hört, gibt es immer wieder Stellen, wo man sich fragt, kenne ich das jetzt eigentlich schon? Gibt es eine Verbindung zu dem, was ich vorher hatte? Also ich hatte ja eben gerade diese ganz gehauchten Töne gespielt, da gibt es vorher eine Stelle, die natürlich sehr ähnlich ist, aber doch anders. Und dann kommt das später, taucht es nochmal so auf. Alles Sachen, die dem Stück Zusammenhalt geben. Also es ist der Abschnitt, den ich eben bei dem Irr ich mich gespielt habe, ist natürlich einer, den habe ich extra ausgesucht, weil er besonders
zerfasert ist, aber das Stück ist nicht insgesamt so zerfasert und es gibt immer wieder diese Verbindung und immer auch wieder unter dem Gesichtspunkt, also es kommt nicht genau das Gleiche vor, sondern immer unter dem Gesichtspunkt, habe ich das wiedererkannt, habe ich es schon mal gehört oder habe ich mich einfach nur geirrt? Ja, und Stichwort unpathetisch, das hängt damit natürlich auch zusammen. Das ist nicht, also Pathos kommt irgendwie natürlich auch daher, dass sich das eine auf das andere bezieht und es in den Vordergrund stellt, dass es so ist. Und so ist es bei ihr nicht. Also es gibt sogar so Stellen, wo ich jedes Mal beim Spielen denke, ach ja, ein anderer Komponist hätte da jetzt eine Riesenkiste draus gemacht. Also zum Beispiel hier. Ich finde es schön, dass es am Schluss einfach wieder weggeht. Auf diesem Triller landet nochmal was Bestimmendes ist für dieses Stück, den Wechsel zwischen normal gestrichen, am Steg gestrichen und wieder zurück. Aber mit diesem Abgang landet man nicht irgendwie an einer ganz tollen Stelle, sondern man ist einfach irgendwo und dann geht man auch wieder weg. Ja, das sind so ein paar kleine Eindrücke in dieses Stück. Das ganze Stück gibt es zu hören, es ist sehr kurz, das heißt, ich werde es am Anfang und am Ende des nächsten musikalischen Online-Salons spielen. Das ist am 24. März. Ich hoffe, dass mit Ludmilla alles möglich ist, dass sie dabei ist. Ich freue mich sehr darauf, das zu machen und wünsche mir angesichts der besonderen Situation umso mehr ein großes Publikum.